Hallo, Katze. Heute kam in einem Coaching so ein cooles Tool raus, dass ich so gefühlt habe, dass ich das unbedingt mit euch teilen möchte, weil ich denke, das könnte vielleicht auch jemand anderem von euch weiterhelfen. Also, falls du gerade in der Entscheidungsphase bist, dich mit deinem Herzensthema selbstständig zu machen, da aber irgendwie viel zu viele Herzensthemen sind und du in einer Entscheidungsparalyse steckst, was wir ADHSlerinnen ja doch öfters mal erleben, dann bleib dran. In diesen Momenten könnte es dir nämlich helfen, dass du mal all diese Business-Ideen auf eine Timeline oder auch Zeitstrahl, falls du Englisch hast, auszulegen und in eine logische Reihenfolge zu bringen. Und ja, ich weiß, Zeit, komisches Konstrukt. Denn häufig brennen wir gleichermaßen für alle Themen, aber eigentlich sind sie alle gar nicht gleichermaßen zugänglich oder umsetzbar in diesem Moment. Sei es, weil dir noch Wissen fehlt oder die Finanzen oder was auch immer. Oder eine dieser Business-Ideen ist eigentlich eine logische Konsequenz aus einer anderen und wäre vielleicht erst später fällig oder später angesagt. Oder du musst erst so richtig Kohle machen und ein riesiges Netzwerk aufbauen, bevor du mit einem Projekt starten kannst. Und einige von euch möchten vielleicht oder müssen vielleicht sogar schneller starten mit der Selbstständigkeit. Und dann kann es ja nicht noch Jahre dauern, bis es mal irgendwie losgeht. Deine Geschäftsideen in so eine chronologische Abfolge zu bringen, zwingt dich ein bisschen dazu, dir ganz gut zu überlegen und zu spüren, was dir denn jetzt gerade am wichtigsten ist und was denn dir vielleicht am leichtesten fällt und wo du eventuell schon am meisten mitbringst. Und ich spreche jetzt hier nicht vom Weg des geringsten Widerstandes, dass du einfach was nimmst, was dir leicht fällt, sondern wir sind immer noch in dem Kontext, dass du alle diese Business-Ideen toll findest und dich begeistern. Und diese Übung kann dir auch helfen, zu sehen, zu erkennen, welche Tätigkeiten du vielleicht miteinander kombinieren kannst und welche Teile von Tätigkeiten sich vielleicht auch in anderen wiederfinden. Und du siehst vielleicht auch, was ein bisschen parallel laufen kann oder auch, was vielleicht ein Hobby bleiben darf. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ist doch geil, ein schönes Hobby und ein tolles Special Interest zu haben. So, Zeitstrahl. Setze also am besten die Geschäftsidee als erstes auf den Zeitstrahl, bei der es dir gefühlt am leichtesten fällt, damit zu starten. Für die es nicht noch einen unglaublichen Aufwand bedeutet, überhaupt mal starten zu können. Für die es ganz wichtig, potenziell Interessenten gibt, die für dein Angebot bezahlen, die dir das Maß an Sicherheit gibt, das du individuell brauchst, um es wirklich zu tun. Da gibt es kein richtig oder falsch. Manche Leute brauchen mehr Sicherheit. Sie brauchen sie vielleicht auch, weil sie nicht so privilegiert sind. Manche haben Privilegien und können einfach sich ein bisschen austoben. Und manche lieben einfach das Risiko. Aber eben, keines ist dem anderen irgendwie überlegen. Also überleg dir für dich ganz genau, wie viel Sicherheit du brauchst und was das für dich bedeutet. Und ob eine dieser Geschäftsideen deswegen vielleicht auch ein bisschen hinten runterfällt. Und noch der letzte Punkt. Bei der Geschäftsidee, die du als erstes legst, sollte auch irgendwie das Verhältnis zwischen Flow und mühsamen Tätigkeiten gut sein. Weil, seien wir mal ehrlich, wie oft denken wir, dass wir uns einfach irgendwo verbessern müssen, dann geht das schon? Nein. Vor allem bei uns ADHS-Brains. Wir wissen, was passiert, wenn uns etwas überhaupt nicht interessiert oder wenn es wirklich mühsam wird für uns. Darum überlege dir, wie viel Hyperfokus, wie viel Flow das du brauchst im Gegensatz zu langweiligen Tätigkeiten. Und bei mir sind das doch irgendwie 80-20, also 80 Flow und Hyperfokus und 20 halt all das, was man machen muss. Und auch hier, das kann variieren, Hauptsache du bist ehrlich mit dir selbst. Und noch als Nebenbemerkung, so sehr wir unter unserem nicht so steuerbaren Hyperfokus leiden, können wir ihn aber auch bewusst einsetzen. Und wenn wir eine Tätigkeit wählen, die einen Hyperfokus ermöglicht, weil es uns einfach total interessiert, dann ja, sind die Voraussetzungen einfach wirklich gut. Das ist einfach meine Meinung. Lasst mich wissen in den Kommentaren, ob das für euch auch Sinn macht. Ja, dann leg das mal aus, in welcher Form auch immer, und lass es auf dich wirken. Und natürlich ist es nicht gleich in Stein gemeißelt, du kannst es ja auch noch verschieben und eine Nacht drüber schlafen oder auch mehrere. Wichtig ist einfach, dass das für dich stimmt. Denke nicht an irgendwelche anderen Leute, die das irgendwie sehen könnten und dann beurteilen würden. Es muss für dich stimmen und es muss dir diesen Spark, diesen Reiz geben, zu starten.
Und dieses Tool könnte, glaube ich, auch noch gut funktionieren für andere Entscheidungsprozesse oder wenn es eine Mammutaufgabe gibt, die du irgendwie herunterbrechen möchtest auf quasi eine zeitliche Reihenfolge. Lass deine Kreativität raus. Ich halte dich ganz bestimmt nicht auf. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob du es ausprobieren wirst und was du davon denkst, wenn du es ausprobiert hast und dass du hoffentlich auch erfolgreich warst damit. Lass es mich mega gerne wissen in den Kommentaren. Natürlich sind da auch Fragen und Anmerkungen willkommen, wie immer. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir doch gerne einen Like. Wenn dir allgemein meine Videos gefallen, dann schenk mir ein Abo. Damit hilfst du mir und meinem Kanal sehr zu wachsen. Also ich muss nicht mehr wachsen, aber mein Kanal. Folge mir auch gerne auf meinen Social Media Kanälen, geh vorbei auf meine Webseite, trag dich ein für meinen Newsletter, der irgendwann mal wieder rausgeht. Du findest all diese Infos unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!